afternoon and evening. I'm in the same time zone as Stefan, so this is quite helpful. And so it's a pleasure and an honor, well, mostly an honor and a pleasure. Sometimes it's only an honor, but this is both, to introduce Stefan Dollinger and his talk. Stefan is an ASciNA member of very long standing, so long, in fact, he says that he was awarded the very first ASciNA award before anyone else. That was about 14 or 15 years ago, I believe, and he says the early bird catches the worm. I would add that the second mouse gets the cheese sometimes. And so Stefan is a professor and chair of English linguistics at the University of British Columbia in Vancouver. He works on historical linguistics, social linguistics, and dialectology. He says he has become a reader later in life, as he went to a school that was focused on physical exercise first, but he seems to have caught up quickly. He now knows English, German, Austrian literature, and the languages English, German, Austrian, of course, and speaks Swedish, Old English, and Middle English. Swedish from a sabbatical a few years ago, I believe. He's familiar with stats. It was actually him who introduced me to the statistical programming language R, which is quite powerful and very useful, which we're using in my lab. And he learned these things in sociology studies in Linz, and then a psychology department at the University of Vienna, where he then later graduated in English and German. So he did clearly study quite a variety of things. And I should also add that he was trained as an IT engineer in a technical high school. So he brings quite a diverse CV to UBC and the academic world, I would say. He has authored 5 monographs, 2 edited volumes, and about 80 papers, which I think is quite impressive. And among his recent books are the pluricentricity debate on Austrian, German, and other standard varieties. Also on a book on creating Canadian English, The Professor and the Mountaineer and the National Variety of English. And his recent book in German, which in English translates to Austrian German or German in Austria, Identities in the 21st Century, which I had the pleasure and also again the honor to read, which is a great book, and I highly recommend it. It's highly entertaining, and there's quite some information in there that you might find valuable and fun to read, actually. And he has been trying to engage the German dialectologists in a debate on what like the varieties are they dialects or separate languages, and he says he has had meager success so far, but he keeps pushing, and I think that eventually he will be successful. And he's also the chief editor of a dictionary on Canadianisms, and a written textbook he has written a textbook that is on writing questionnaires and surveys in social linguistics. And so his talk will focus on the pluricentricity debate, and I think it should be quite entertaining. And with this, I would like to welcome Stefan Dollinger to the ASciNA talk. Well, thank you very much, hello, everyone. Alex, and thank you all for coming from your various time zones. It's great to be here, and thank you for ASciNA to allow me to speak here. So that the plan is to speak for about 45 to 50 minutes, then we have 10 minutes or 15 minutes for debate. I just want to remind you that this talk is recorded, so it can be put up on the YouTube ASciNA archive. So today is really mostly about the pluricentricity debate, but not just that. I go back in time and try to explain why we are where we are with. So the first 5 minutes will be in German, in English, and then I will be switching into German, so mostly. But I want to start with this here. So here we have a map of, some parts of Europe. There's Austria, there's Germany in the orange, and all German speakers, of course, going into Switzerland, and there's the Luxembourgish and the Czech and the Slovenian. And of course, we need to know that the way how we conceptualize language is something that's socially constructed. So there's nothing natural about what we have in our heads that is German now, the standard language, right? And the same thing is for Czech, and the same thing for Luxembourg. Actually, Luxembourgish is a recent break-off for what used to be German dialect. So that brings me to, here's a little German first, language and dialect. It's not like the sun and the moon and the stars where there's entities that are fairly stable. But I have in this book here, in the book in German, I have 3 rules. Rule number 1, and I say it in English, is that standard languages are artificially created varieties. They're human-made. The only natural thing are dialects, and these are, of course, subject to change as well. And then rule number 2 is not so important for us, but rule number 3 here is
Max Weinreich's dictum that a language is a dialect with an army and a navy. And I think that will come in very handy later on. So just for the 5 minutes in English. So it's about, following the discussion in German for about 20 years. And there was a debate between Rudi Moore, who's in the talk today, and Hermann Scheuinger, who was my teacher in Vienna. It remained unresolved on the very same issues that we're dealing with now. Is there a standard Austrian German, and if so, how important is it? So I weighed in for the first time in 2016 at a conference in Vienna, in Schönbrunn, and I was told that I shouldn't interfere because they perceived me as an English linguist, which is of course not quite right, and that I used the wrong philosopher because I brought in epistemological principles of knowledge creation with Popper. And so the main idea then and now was that in German linguistics, it seems to be getting away right now with treating German the way they're treating, that is incompatible with the way how we deal any other languages and how sociolinguists construct standard varieties. So there are some serious incompatibilities, which I first pointed out in this book. And so the question is what to do with it. So there's a couple of references here, a few that I want to give you. There are some talks, there are some slideshows, there are some recorded talks. The plenary in Budapest is written verbatim, then the 2 books and an article based on the book, and then a Tokyo talk, which is recorded. So that's something maybe for class teaching if you're interested. And then the last one is this book that's now a bestseller. It's seen 3 editions in 3 months, and that after nobody wanted to get the book because I had 12 rejections at first. So there's clearly a need for the speakers of Austrian German to have this thing. And so, so these are the two books, like I mentioned before. And so why are we here now? Well, because this is from a recent discussion online where Dr. Sukup kind of, didn't discuss the paper that I had put up for posting, but kind of said things about, that I'm having a vendetta against German scholars and that I don't like them and all. And of course, that's all not true. The one thing that I say is, so it's here, my work is being said that I misrepresent uncritically the quote great empirical sociolinguistic research that is currently being done in Germany in Austria. So prejudging rank and so on. I just want to say, well, the whole debate is there where these comments are from, so people can see how I respond. And I just did it saying that, that I'm doing my job. I just wish that German linguistics and dialectology would be theirs and really discuss the matter and not speculate about my motivations, whatever they may be. Now, why am I doing this? Well, I can tell you, it's not because some motivations like that, but because what I write in English linguistics in terms of the principles and theories needs to hold and be compliant with what I do in German linguistics, right? Unless there is a very good reason to put German aside. And like I show in the book too, there's nothing special about the standardization in German in the big picture compared to English and Spanish and French and so on in the big picture. So that's important, I think. So, but what I don't want is, I don't want what I see as a kind of hegemonic linguistics or hegemonic sociolinguistics that it's now being come up. So, there are some rules of the game, how you engage, how do you form theories, how do you falsify them, right? And if you're not abiding, speaking with Popper to that rules, then you're doing something else in your own little world. I think that is the message here. So what am I going to talk today about is, and I have a fairly dense program, so I'm not going to spend a lot of time on this, is that we talk about the old problem Deutsch since at least 1848. Then what the new problem is with the current scholars working on that, heavily funded by the Austrian government, which is sort of ironic in a number of ways. Then a pedagogical problem on what to do with data and what you can see in the data and whatnot. And then, is Austria a problematic entity? And I say, yes, it is. In much of German linguistics or German dialectology, at least not so much in the literature realm. I think there is, there's an awareness that there's an Austrian type of German literature and that sort of thing. But, and I'm going to use the fall of the case of Kranzmeier, who has been a big player in the 20th century in Austrian linguistics. And I think we've overlooked something here. So then I'll tell you what's missing in what Sukup calls the great empirical enterprise, which is not that great, I think. And then I give 8 recommendations at the end. First, let me give you a sample of standard Austrian German. Ich habe zum Schluss der Sendung jetzt noch die Weiteraussichten für Sie. And one more time, because it's just 3 seconds.
Ich habe zum Schluss der Sendung jetzt noch die Weiteraussichten für Sie. So this is Tarek Leitner from Zeit and Bild, Austrian National Radio, TV, and of course, you know, he says Sie, voiceless and not Sie, and he says in the beginning, you know, not ich habe or ich hab, but ich hab. So this is sort of my thing, that there's something like a standard Austrian, which is very different from standard German, but there's also Austrian colloquial language, Umgangssprache, which he used here a bit. So there's sort of a decline. I think it's interesting that this is not dialect when he says ihop. That seems to me important. So one more time, because it's so nice. Ich habe zum Schluss der Sendung jetzt noch die Weiteraussichten für Sie. All right, so that's it. So now let's go on, and I'm going to switch actually to German for those who are here. So you have your references. I'm going to post the slides. Thanks for coming. Now I'm going to go and start with Alexandra Lenz. Now, Professor Lenz is the most powerful linguist in German in Austria now. She is the head of the Deutsch in Österreich, 6.3 million euro funded initiative. She has an important role in the Austrian Academy of the Sciences. And here, I said I would speak German, is the question that there was an interview where she said, you know, that manche Leute mögen nicht, dass sie Deutsch in Österreich es nennt. So she calls them German Austrian, not Austrian German, where the thing is, oh no, sie sagt, no, that the terminus war belegt, because Österreichisches Deutsch zielt nur ab auf das Hochdeutsch, auf das Standarddeutsch, nicht die anderen Sprachschichten. Stimmt das? Schauen wir mal. Ja, Jakob Ebner, ein Wörterbuchschreiber, nimmt es so, und auch Peter Wiesinger. Peter Wiesinger hat eine interessante Rolle in dem Ganzen, aber Rudi Moore, Rudi de Zilja, Ruth Wodak und andere legen Wert auf die Unterscheidung. Und es gibt sogar eine Empfehlung von de Zilja und Ransner, die sagen, oh, da gibt es ein Typo, sorry. Das österreichische Standarddeutsch wäre wirklich ein guter Name, und österreichisches Deutsch wäre als Überbegriff bezeichnet. So, like you use Canadian English for everything, and then there's a standard Canadian English. And of course, internationally, that terminology doesn't work, because there is a model of the development of post-colonial Englishes. Es gibt das Schneiders System und Modell, und es gibt eine ganz klare Unterscheidung zwischen Phase 3 und Phase 4, wo in Phase 4 man eine eigene Standardvarietät rausarbeitet, und da sagt man dann österreichisches Deutsch oder kanadisches Englisch, wohingegen in Phase 3 Englisch in Kanada oder Deutsch in Österreich das nicht der Fall ist. Da ist quasi, da wird man subsumiert unter Deutsch, da werden österreichisches Deutsch ein Dialekt. Ne? Da ist halt die Frage, wieso wurde das umbenannt, weil ja bis zu 2010 oder so, bis die neue Generation an Kollegen aus Deutschland gekommen ist und dann in Österreich forscht, sagt man immer österreichisches Deutsch. Das ist schon mal eigenartig. Okay. Das internationale Modell ist das pluricentrische Modell, wo man verschiedene Standards hat. Das sagt der Hickey hier, und das ist die DNA of English Studies, und ja, many places. So, ich habe das so visualisiert, und hat hier die regionale Variation, und man hat Standard American, Standard Canadian, Standard British English. Das sind die Peaks, die Tops, das sind die Referenzpunkte, und hier gibt es auf der regionalen Ebene Überlappungen. Also hier in Vancouver, da gibt es viele Überlappungen mit Washington State in den USA, und auch britisch, und natürlich gibt es auf dieser Seite auch Überlappungen. Und dann gibt es hier die soziale Variation, und jeder Sprecherin, je nach Situation, ist irgendwo auf dieser Pyramide, aber der Referenzpunkt in Kanada ist Canadian English, und American American English. Und wie schaut es aus in Kanada? Ja, da gibt es schon lange Integration, jetzt ist das ganze 20. Jahrhundert über. Und witzigerweise ist gerade erst jetzt, ist man draufgekommen, 2005, dass da an der Grenze zwischen den USA und Kanada, die hier verläuft, es neue Isoglossen, neue linguistische Grenzen gibt in der Vokalaussprache. 2005 hat man geglaubt, dass das hier so ist, also es fällt zusammen mit der Grenze, und dann 2008, mit einem größeren Sample, hat man gemerkt, das ist ganz Kanada, und das ist ja erstaunlich. Wie ist es in der Zeit der Globalisierung und der Integration auf einmal so symbolische sprachliche Dinge rauskommen? Und das sage ich eben, naja, schauen Sie sich die Grenze an, das ist die Grenze, hier links ist Vancouver, da rechts ist Washington State. Bis 2001 konnte man darüber latschen. Ja, jetzt würde ich es nicht mehr empfehlen. Oder hier in Ontario, in Quebec und in Vermont, da ist die Grenze nur ein Strich auf der Straße. Die Frau, der das Haus gehört, braucht einen Pass, damit sie vom Wohnzimmer aufs Klo geht. Natürlich nicht, aber Sie sehen, die Grenze ist da wirklich gar nichts. Und trotzdem gibt es diese Isoglossen, die jetzt entstehen. Komisch, wirklich komisch. Und das ist auch das, was Charles Boberg, der Soziolinguist, sagt, dass das ist
the remarkable thing that the Canadian English is not on the verge of disappearance. It remains on the contrary, is one of the few ways in which Canadians can still be reliably distinguished from Americans. Das muss man sich fragen, naja, Oberg ist in a pluricentric framework, auch wenn das jetzt nicht explizit sagt. Und ich frage mich, wieso German Linguistics da den gegenteiligen Weg geht im Sinne von Language Identity and including National Identity. Und um noch kurz weiterzugehen, das ist jetzt von Elspers, Stefan Elspers ist einer der großen Professoren in deutscher Linguistik und ist da der Antiplurizentriker schlechthin. Und er sagte eben, dass Pluricentrik is an entirely political concept und er questioned the idea of national varieties for German at all. Das ist eine Kampfansage und irgendwie geht gegen den Strom von allem, was man sagt. Und wieso kommt er auf das? Schauen wir uns seine Daten an. Hier gibt es die Frage, sagt man das MS oder die SMS, das ist schwarz. Und man sieht das in Österreich, da gibt es schon sehr viel Schwarz, aber nicht nur, und in Wien ein bisschen weniger, und in der Schweiz sehr viel Schwarz und in Deutschland fast wenig. Und dann sagt man dann, okay, was das sprachliche Verhalten betrifft hier, ist es nicht ganz klar, was los ist, aber man nimmt ja nicht wahr hier bei diesen Karten, wie die Spracheinstellung ist und die Wahrnehmung, wie stehen die Leute zu dem, ist für die das SMS was Österreichisches, auch wenn es nicht jeder sagt. Und auch das kognitive Element, wie präsentiert man sich, wie ist seine Identitätskonstruktion. Das sind alles Fragen, die in diesen Projekten teilweise auch aufgenommen werden, aber halt not satisfactory, wie ich zeigen werde. Scheuinger ist ein Verfechter der Antipluricentrismus hier, und das kommt zum Wortspiel. Also es wird dann quasi Pluricentrik, wird dann wörtlich genommen, plurizentrisch, sagt man dann, ist es nicht pluriunzentrisch, plurizentralistisch, so quasi ganze Staaten als Zentren. Also da spricht der Dialektologe, der Traditional Dialectologist, aber das bitte muss er dann nicht nur aufs Österreichische, also aufs österreichische Deutsch umlegen, sondern auch aufs Deutsch-Deutsch, dann muss er das ganze Konstrukt zum Standard verwerfen und darf zudem nicht Stellung nehmen. Also es ist irgendwie komisch. Was man kriegt, wenn man plurizentrisch nicht will, ist das halt. Man kriegt ein Hochdeutsch, German Standard German, ne? Und dann kriegt man regionale Varietäten unten, wie auch die österreichische Sozialisten, das Österreichische so wie das Bayerische oder Deutsche Schweiz. Ja? Und das kriegt man halt in dem Antipluricentrik und also sie nennen es nicht Antipluricentrik, sondern pluriareal. Und ich habe das ganze Buch hier drauf verbracht, um festzustellen, dass pluriareal nur ein anderes Wort ist für geografische Variation, und es ist keine Theorie, es macht keine Vorhersagen. Pluricentrik macht das sehr wohl. Ja, das muss man schon sagen. Gibt es Monographien, die das ausgearbeitet sind, wie auch Dezilia und Ransmann und viele andere gesagt haben. Aber so wird es gemacht. So, das pluricentrische Deutsch wäre dann halt so, man hat seine Bezugsgrößen, das haben wir gesehen. Die Überlappungen zwischen Oberösterreich zum Beispiel und Bayern wären im Modell drinnen, ja, das ist klar, aber der Bezugspunkt ist ein anderer, weil man definiert sich ja nicht als Deutscher, sondern als Österreicher in Oberösterreich. Ne? Und wenn man sich das anschaut hier, so, das ist die Grenze, die sich Scheuinger angeschaut hat 1990 und leider das nicht Labovien untersucht hat, sondern dann doch impressionistisch und kommt dann zu Schlüssen, die ich in den Daten nicht sehe und auch der Reviewer nicht gesehen hat, witzigerweise. Gibt es einen zumindest so an dieser Grenze, hier ist Oberösterreich, da ist Bayern. Und die Grenze schaut hier, aha, ist schon ein Fluss. Also es gibt nur 7 Brücken zwischen diesen Grenzen von Salzburg bis Passau. Das hat einen Einfluss. Ja. Das sind ja jetzt die wichtigsten Daten. Das ist die kognitive Vorstellung der Österreicher. Sie wurden gefragt, gibt es ein oder mehrere Standards im Deutschen? Und die Antwort ist, es gibt mehrere. Die Schüler, also es wurden in Schulen in ganz Österreich abgefragt, 90% der Lehrerinnen sagen, es gibt mehr als ein Standard und 80% der Schülerinnen. Genauso wie im kanadischen Englisch, umso höher die Bildung, umso mehr glaubt man an einen eigenen Standard. Das wäre für mich ein Auftrag. Also wenn ich Germanist, bin ich ja, aber wenn ich jetzt zu dem forschen würde, würde ich sagen, okay, das muss man ernst nehmen, da kann man nicht jetzt das weggeben. Ja, wir sollten haben das, wir kriegen aber das. Ja, und das mit österreichischem Steuergeld. Und es ist politisch komisch, wissenschaftspolitisch komisch, und ich zeige es auch, dass erkenntnistheoretisch fraglich ist. Ist es wirklich so schlimm oder übertreibe ich? Na, hier in meinem Buch, in dem Buch habe ich gesagt, okay, das war fertig, der Clearance Reader hat dann gesagt, also ich habe die Reviews von 2 Reviewern reingearbeitet, anonymous, und dann ein Clearance Reader hat gesagt, hier, this book is not publishable. Und dann der Nils Langer, ein anderer Professor in Flensburg, der hat es jetzt reviewed, nachdem ich sie gebeten habe, das wirklich kritisch auseinanderzunehmen. Ich habe leider nicht den fachlichen Review gekriegt, sondern nur den
ja, den ich gekriegt habe. Dann sagt er, ja, das not publishable war ja eh noch milde, war ja eh nett und es ist noch viel schlimmer, weil, ja, also da muss man sich halt fragen, ja, was soll das Ganze? Ja? Also das ist irgendwie, wir müssen ja die Konzepte besprechen, das wurde nicht gemacht. So, meine 5 Desiderata in der germanistischen Linguistik sind die Safeguards, die Uniformitarian Hypothesis. If you treat, wenn du eine Varietät wie Englisch auf eine Art auch die Deutsche so machen, außer du hast sehr gute Gründe, dass es nicht der Fall ist. Die gibt es ja nicht. Explicit Falsifiable Theory. Also man muss eine Theorie haben. Die Pluricentrik ist so eine Theorie in Ammon und Kleins Wörterbüchern, Monographien, nicht Wörterbüchern. Und die Pluralität ist nichts. Das ist nur bottom-up. Da gibt es keine Theorie. Und dann muss man take the speakers seriously. So don't underestimate them and work with their linguistic insecurities. So sprachliche Unsicherheiten gibt es genug, besonders in Österreich. Ja. Und dann gibt es noch 4, allow and encourage debate, das sehe ich jetzt nicht. Und Conflict of Interest Protocols. Der Organisator von der Konferenz kann jetzt nicht Eigeninteressen als Forscher durchdrücken. Das geht auch nicht. Also das müsste man offenlegen. What's the problem? So, als Grimm 1830, als die Grimm ihre Wörterbücher gemacht haben, da war es überhaupt kein Problem. Es war klar, was Deutsch war. Und zwar kann man das sehen, das ist ein Stammbaum, da geht es dann runter, da geht man auf Hochdeutsch und auf Oberdeutsch. Und dann sind wir hier im Bayerisch-Österreichischen und dann halt, ja, das Ganze wurde dann halt, ja, als Deutsch betrachtet. Das sind jetzt die Dialekte, ja. Aber es geht ja um den Standard. Und der Standard hat einer Haugen das völlig richtig erkannt, dass der Standard natürlich soziopolitisch gemacht wurde. Also man nimmt eine Varietät, das war halt das Lutherdeutsch oder das Meißnerdeutsch und hat es kodifiziert und dann elaboriert, wenn noch Wörter gefehlt haben. Meistens ist es Lexis und dann halt irgendwie langsam die Akzeptanz bei Key Stakeholders und dann halt der Community more or less. Das wäre die Frage. So bei Grimm war es alles klar. Wer hatte die Führung der Deutschen? Das waren die Habsburger in Wien, das waren die Deutschen in Wien, ja, vom 15. Jahrhundert an bis 1806 und dann halt bis 1866 waren die Österreicher, die Deutsch gesprochen haben, Deutsch. Ja, aber es war halt nachher nicht mehr so. Also der Beethoven hier links und der Schubert, Beethoven geboren in Bonn und dann in Wien gelebt, war ein Deutscher in Wien und der Schubert hier rechts war in Wien geboren und in Wien aufgewachsen, in Wien gestorben, so wie der war auch ein Deutscher. Das war überhaupt kein Problem. Das war 1830, okay, kein Problem. Natürlich hat es auch andere Österreicher auch gegeben und Österreicherinnen. 1930, ja, kleineres Land, vermehrt Deutsch, waren die Österreicher, aber es gab schon auch noch Leute mit anderen Sprachen, keine Frage. Wie wird es 2030 werden? Ich denke mal, ja, also die Österreicher sind keine Deutschen, die EU, aber sind keine Deutschen. Ja? Und was sollen sie sprechen? Sollen die so klingen wie die Hamburger? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Aber natürlich gibt es auch Leute, viele Österreicherinnen, die Türkisch, BSK und Syrisch sprechen und Afghanisch und was weiß ich noch was. Ja? Okay, so 1848 ist wirklich so ein Trennpunkt, weil da war schon 3 Jahrzehnte der deutsche Nationalismus, der durch die Burschenschaften dann ganz verstärkt wurde. Also gerade die Jungen waren da und die Akademiker waren da sehr an dem beteiligt, nach den französischen Freiheitskriegen, dass man ein Deutschland aufstellt. Ja. Und 1848, wie Wiesinger richtigerweise sagt, ich werde nicht viel zitieren, den Herrn Wiesinger, aber hier schon, das politisch bedeutsamste Revolutionsjahr. Also 1848 auch, wenn man die Historiker fragt, was war los? Also Franz Josef, der Kaiser war ein großdeutscher Fürst, also er hat gesagt, ich bin ein deutscher Fürst, darum hat er auch seine Minderheiten, die anderssprachigen nicht so gut behandelt, außer die Ungarn, das war auch das Verhängnis. Aber der hat gesagt, ich bin ein deutscher Fürst und ich würde gerne ein Großdeutschland unter Habsburger Führung. Hat nicht geklappt, ja, Preußen hatte was dagegen gehabt und dann war 1848 im Revolutionsjahr die Frage, ob Österreich die nicht-deutschen Gebiete abtrennen würde, um ein Deutschland zu vereinen. Und die Hamburger und die Habsburger haben gesagt, nein, das geht nicht. Oder Schwarzenberg, der Ministerpräsident. Und nur bei den jungen Studenten war es anders. Die waren durchaus bereit, sagt der Ernst Bruckmüller, der Historiker, die Monarchie zu zerstören. Ja, das ist ganz interessant. Die Bürgertum waren da in der Zwickmühle, weil die haben sich sehr wohl deutsch gefühlt. Auf der einen Seite durch die deutsche Klassik und so. Bei Grillparzer sieht man das, der hat umgeschwenkt von deutsch-national auf österreichisch national. Ja. Das war halt ein Kampf. Ja. Und das Kleindeutschland, das wir dann gekriegt haben, das die Deutschen dann gekriegt haben, 1871 war halt vom westdeutschen Bürgertum gewünscht, sagt, bei den deutschen Fürsten war es anders. Ne?
Und das ist auch eine interessante Sache. Und auch, dass die kleinen Völker, dass die Habsburg so eine Art Schutzmacht waren. Und wir haben es halt schlecht wahrgenommen. Ne? Darum hat das Reich ja auch nicht, das Habsburgerreich nicht überstanden. Bin ich der Erste, der das sagt? Martin Durrell, der berühmte englische Germanist, sagt es auch. Wenn sich Deutschland 1871 Großpreußen genannt hätte, dann hätten wir weniger gefret mit den Deutschen, weil dann gibt es halt 3 Staaten, Großpreußen, Österreich und die Schweiz, die ja Deutsch sprechen würden. Und dann gibt es nicht diesen Mythos um Deutschland, das bessere Deutsch wird in Deutschland gesprochen oder weniger. So gibt es durchaus ein Sendungsbewusstsein in Großpreußen. So, what's the new problem? Das kennen wir eh schon. Ja, die Germanistik is a Germanistik, das muss man schon so sagen, und ist keine Austriazismik. Der Rudi Moore, der auch hier sitzt, der hat ja den Ruf nach einer eigenständigen Austriazistik erhoben. Verständlich, ich hoffe, wir können die Germanisten noch umstimmen. Ja, und dann bei mir, was ist so, der große Wiener Germanist 1998 in meinem Pro-Seminar in Wien wurde gefragt, und es war dann der Kranzmann. Ich werde zum Kranzmann heute ganz viel noch sagen. Dann gibt es einen Wissenschaftsmarkt, der aus Deutschland dominiert ist, und die Marburger Schule der Dialektologie seit 1876, die auch unwissentlich vielleicht hegemoniale Tendenzen, so dieses One Standard German Axiom durchsetzt. Ja. Und schauen wir uns das mal an. Ja, in Kanada, kurzer Schwenk, ist jetzt gerade die Catherine Barber gestorben, die hat das Canadian Oxford Dictionary rausgegeben, war eine Spokesperson for Linguistic Autonomy of Canadian English. Da gibt es viele in Kanada. Lovell, Avis, Scargill, Sutherland, Drysdale und so on. Wer ist das in Österreich? Naja, der Unterrichtsminister Hurdes, weil der hat das ÖWB rausgebracht, dann der Rudi Moore natürlich, den Selacek, den Robert Selacek, die Christiane Papst, die ÖWB-Chefredakteurin, dann Moore, Wodak, und dann gibt es noch nicht so viele, aber am Junior-Level gibt es noch ein paar Leute, aber die sind halt Junior, da kann man da nichts so machen. Sie sehen, ich liste den Peter Wiesinger hier nicht auf, und das werde ich dann auch noch sagen, warum später. Was macht Deutsch in Österreich? Wieso sind die nicht da? Ne? Das ist halt die Frage. Und dabei weiß ja der deutsche Botschafter in Österreich schon, der Ralf Beste, dass wenn er als Deutscher zur Bäcker geht und guten Tag sagt, dann weiß man sofort, dass er ein Deutscher ist. Ja? Und dann kann er auch nichts ändern, selbst wenn er Grüß Gott sagt, weil man es ja hört. Also das ist pfeifen die Spatzen von den Decken, also die gelebte Realität wird hier schlecht umgesetzt in der Forschung, kommt mir vor. Weil was sagen Elspeth und Niehaus? Die sagen, na, also die haben die Lexikunterschiede im Wortschatz sind 2–3%. Und sagt, less than 2% of Standard German doesn't make a variation, hardly makes a variation. Das ist total x-beliebiger Cut-off, den die da nehmen, weil im Canadian English gibt es weniger als 1% in der Lexis-Unterschiede. Und Hickey sagt, man braucht nur einen Unterschied, den man als wichtig erachtet, und dann kann man eine eigene Varietät haben. Also bitte, was soll das? Ja, da wird Sprachpolitik betrieben, das mit Forschung wenig zu tun hat. Moore zitiert Elspeth von 2019 Konferenz, wo er gefragt wurde, wo auf seinen Landkarten, wo das österreichische Deutsch ist, weil nicht alles an der Grenze Halt macht, von 0 auf 100, so auf die Art. Ne? Und dann sagt er, naja, ich wüsste nicht, wo das sein könnte. Also das sind schon ganz abstruse, der ist dabei bei Deutsch in Österreich. Ich frage mich, was sind das für Ansagen? Also wir haben auch ein methodologisches Problem, und schauen wir jetzt mal hier. Hier sind Daten aus Marburg. Die Pronunciation, nicht Lexis, gibt tausende Beispiele, auf wie man Kaffee ausspricht. Kaffee mit langem E ist weiß, ja, und Kaffee ist schwarz. Man sieht da, Österreich ist so ziemlich kaffeemäßig, gibt es einen Wiener, der sagt Kaffee, der Schweizer ein bisschen in Süddeutschland. Und so die Hegemonallinguistik aus Marburg und Elspeth sagen jetzt, na, es ist keine österreichische Form, weil es gibt einen Wiener, der Kaffee sagt, ne? Und da denken wir schon, also welche Cut-offs habt ihr da eingeführt? Ja? Also Absoluteness ist wirklich kein Faktor, weil meine Interpretation ist ganz anders. Es ist ganz klar österreichische Form, die halt Variationen gibt, ja, und macht ja nichts, wenn es ein paar Schweizer auch sagen oder wenn ein Österreicher Kaffee mal sagt. Ja. Das ist von Elspeths Daten jetzt wieder. Verben im Nebensatz, dass er gesehen werden kann, ist die österreichische Form. Man sieht das hier im Schwarzen sehr, sehr hoch. Ja. Dass er werden kann gesehen, dass er kann gesehen werden, gibt es alles, ja. Woanders meistens, hier zum Beispiel in Bayern gibt es die 312-Form auch so, da sagen sie, es ist keine österreichische Form, weil es nicht absolut ist, weil die Bayern auch sagen. Aber vergisst, dass bis zur Maria Theresia hat es auch einen österreichischen Standard, Imperial Standard, Gemeindeutsch gegeben, der war anders von dem Ostdeutschen, von dem Leipziger Meißner Lutherdeutsch Standard, der dann nach der Maria Theresia im 18. Jahrhundert überall angewendet worden ist, mehr und mehr. Das ist eine Übergangszone. Also wo sind da die Soziolinguisten? Das ist schon komisch, es war ja ganz klar, dass da noch was sein wird. Dass dann die
Ja, nicht not the absolute variant. Also Sie denken in absolut ganz oder gar nicht. Das ist ganz eigenartige Variationslinguistik, was Sie sich hier begreifen. Wie hoch ist die Latte beim österreichischen Standard Deutsch doch wirklich? Ne? Jetzt auf einmal. Wenn man das so gemacht hätte bei der Kodifizierung vom Deutschen als solches, dann hätte es nie ein Deutsch gegeben. Also das ist ganz eigenartig. Das ist für mich das Bleibt the Cat and the Cat in the Moon Problem. Es bleibt ist hier die Katze, die sagt, sie sieht eine Katze im Mond. Dann gibt es den Planck, das ist ein Space Guy, wie er sagt, und er schaut hinauf durch sein Teleskop und er sieht das Krater, sagt er, und das Blatt schaut durch und sieht dann die Katze. Ja, und ich denke mir, die Kollegen haben hier die einheitsdeutsche Katze, sicher nicht die Standard österreichische. Jetzt könnte man sagen, ich habe die Standard österreichische Katze und stimmt, ja gut, aber dann konstruiere ich und ihr konstruiert es auch. Und euch ist es nicht besser als meine Konstruktion. Also wie man die Daten spielt, darum habe ich ja meine Trudgillschen Pyramiden mit dem Ding. Und jetzt kommen wir zur Wissenschaftstheorie. Popper, das deduktiv-nomologisches oder statistisch-nomologischen Modell. Statistisch daher, weil wir jetzt viel mit Daten arbeitende Quantitative Turn. Ne? Die Statistik sagt dann da nichts. Man muss wirklich die Nomologie, die Theorie haben. Und die haben sie leider nicht, weil sie Pluricentrik ablehnen. So, der Default ist wieder der von 1848. Ein Deutschland, eine Sprache. Kann es schlecht sein. Ja? Geht's noch, sage ich, weil in dem Buch zeige ich dann, dass so verrissen wurde, dass wirklich das Pluriareal ist wirklich kein Ersatz für plurizentrisch. Das ist ein Glaubensbekenntnis der Germanistik, One Standard Axiom. Ja? Und jetzt sind wir bei Elspeth, Dürschers und Ziegler wieder. Also sie haben sogar die absoluten Varianten spezifisch. Also wenn es nur Kaffee in Österreich geben würde und keiner von den 100 Leuten Kaffee sagt, dann wäre es nur Österreich. Und das geht ja nicht. Ja? Das ist ja viel zu ein grobes Muster, wie man da die Variation einfangen will. Stimmt es wirklich? Na, schauen wir hier Lenz, die Leiterin der Projekte Deutsch in Österreich und so und auch in der Akademie, da sieht man hier, okay, da kommt man ganz gut aus mit dem Term Standard German. Also von Austrian gibt es nicht und man hat dann wieder dieses Hochdeutsch Standard German Made in Germany als Referenzpunkt. Das ist schon komisch für eine Arbeit, die um Austrian German geht. Ja? Also man braucht das, die kommen da ganz gut aus. Auch hier bei den Studenten, Breuer und Wittschlager, die haben einen Haufen Publikationen jetzt, alle nach diesem Schema. Wirklich komisch. Standard German, ja. Also auch, das sagt man dann nicht Austrian German, sondern German in Austria. Also es ist irgendwie nicht nur eine Frage der Terminologie, da sind Konzepte dahinter. Jetzt geht auch anders. Kaiser und Kasbeck, habe ich gerade gestern gefunden, sind nicht affiliiert mit diesem Projekt, sind Junior People. Die vergleichen schon Austrian Standard German. Also es geht ja. Wieso macht es die große, gut bezahlte, vom Staat geförderte Forschung nicht? Hier ist was Neues vor Elspeth 2020. Er fragt sich ausgehen. Also es geht sich aus, ist eine österreichische Konstruktion, das weiß man. Das habe ich hier gezeigt mit dem größten Korpus der Welt, dem normalisierten Google Index. Hier gibt es eine deutsche Sängerin, die das sagt, von den Lessensingers aus Hamburg, die gesagt, sie hat das in Österreich gelernt, das geht sich nicht aus und so. Also das ist ein Register, das ist eine stereotypische österreichische Konstruktion. Was macht der Elspeth? Sagt, naja, es kommt in Österreich vor, üblich, seine Umfragen sind methodisch nicht sehr sauber gemacht, die kritisiere ich sehr auch hier und auch in dem Buch, wo es um diese Fragebogen geht. Aber weil es ein paar Bayern gibt, die es auch sagen, ist es jetzt keine österreichische Form. So kann man doch nicht argumentieren. Ja? Dann müsste man auch sagen, okay, hier gibt es jetzt was sagt man, wenn man in ein Geschäft geht am Nachmittag, dann müsste man auch sagen, ja, also dann gibt es auch kein Deutsch, weil da gibt es hier eine norddeutsche Form und dann eine mitteldeutsche und dann eine schweizerdeutsche oder südwestdeutsche Form. Also da braucht man Theorie. Man kann das nicht bottom-up machen, auch nicht mit den Algorithmen, wenn diese bringen, weil die muss man auch nach Parametern einstellen. Ja. Koppelstein und Lenz, wieder Perceptions of Standard Mass, also das ist auch witzig. Ich habe schon 2015 den Hergen scharf kritisiert, den Marburger, weil er die sprachliche Unsicherheit der Österreicherinnen dann nicht berücksichtigt bei der Interpretation. Da wird jetzt auch gesagt, in dem Paper, alles ist so kompliziert, aber das Witzige ist, ja, sie können es nicht erklären, wie die Österreicher sich fühlen und österreichische Deutsch, weil sie das Konzept der Linguistic Insecurity hier nicht mitdenken und einplanen. Ja. So Karl Blobbens, sprachliche Unsicherheit ist nicht erkannt in Österreich, theoretischer Zugang, die Statements gegen das österreichische Deutsch, ein fehlendes Bekenntnis zum österreichischen Deutsch, Diskussionskultur nicht da und ein fragwürdiger Fokus auf ein Wörterbuch, das 1911 gegründet wurde. Das ist das Wörterbuch der bayerischen Mundarten in Österreich.
Da gibt es noch was zu sagen. Natürlich, wenn ich so kritisiert werde, dann geht es natürlich da um die Deutungshochheit und nicht um die Sache, sondern es wird mir aberkannt, dass ich da was zu sagen hätte. Ne? Das ist natürlich auch nicht wissenschaftlich. Ja? Bitte, Kolleginnen, die Konzepte kritisieren weniger mich. Wie ist es jetzt mit der Identität in Österreich? Also 1955 war ein wichtiger Staatsvertragsding. Österreich, da hat man es geschafft, dass alle Lager, bis auf die extremen deutsch-nationalen, dass man da ein Erfolgserlebnis hat, wo man sagt, man ist die Besatzung losgeworden, man ist die Nazis losgeworden, man ist die Deutschen losgeworden und jetzt ist man auch die Besatzungsmächte losgeworden. Also das war quasi so ein Startpunkt für ein neues Identitätsbewusstsein. Und das sieht man dann auch abgebildet mit dem österreichischen Wörterbuch in einem plurizentrischen Ansatz. Und da ist es. Der Innenkodex, das wichtigste Ding zum österreichischen Deutsch. Ist Österreich die Problemgröße? Naja, jetzt erzähle ich Ihnen die Geschichte von zwei Wörterbüchern. Links das 1911 gegründete Wörterbuch der bayerischen Mundart in Österreich, in München gegründet, gleichzeitig mit dem deutschen Wörterbuch der bayerischen Mundart in Deutschland. Und hier das rechts ist das österreichische Wörterbuch. So, schauen wir mal her. Seit 1911 geführt als deutsch national, wurde gleichzeitig gegründet also das österreichische bayerische Wörterbuch mit dem deutschen bayerischen Wörterbuch im selben Gasthof in München, in benachbarten Sälen. Ja, die beiden Akademien, österreichische Akademie 1911, deutsche Akademie der Wissenschaft oder die bayerische Akademie der Wissenschaften, Millionen an Gulden, Schilling, Euros seit 1911 und ja, bis zu 25 Leute, Mundart Only Dialect, nur für kleine Gruppe, seit 2060 macht Lenz die Leitung und Kranzmeier ist die Kern, der hat von 1918 bis 1961 an dem gearbeitet. Rechts ist das Republiksprojekt, das österreichische Wörterbuch, das wurde 47 initiiert, 51 publiziert, dann kein Steuergeld mehr, sondern über einen Verlag gemacht, wird akademisch nicht unterstützt. Die Frau Papst, die das macht, ist die einzige mit einer Halbzeitkraft, das zu machen. Also ich helfe jetzt, aber da könnte man was brauchen, weil da gibt es einen österreichischen Standard, Umgangssprache und auch etwas Mundart da drin. Also das ganz, kann man ausbauen, alles, ja. The most widely dictionary in Austria for German. Ja, das Schulbuch, 7 million sold and counting. Key person, Krasnik, Langbein, resistance fighters during the Nazi period and linguists. And now there's Christiane Paul Kranzmeier, now I'll come to this. So there are laudatios for Kranzmeier. Peter Wiesinger wrote him one, and like in the mid-90s, he was sold to me as the hero of Austrian dialectology and some more. So here's this laudatio by Peter Wiesinger. It's 10 pages long, and and then what you find about this is this here, about the Nazi period. 1946, in Folge der politischen Ereignisse all seine Ämter enthoben, kehrte Kranzmeier mit 52 Jahren als neu beginnender Assistent in die Wiener Wörterbuchkanzlei. Das ist die Österreichische Akademie der Wissenschaften, dieses Wörterbuchprojekt zurück. Und dann hat der AO-Professor gekriegt und hat wieder Karriere gemacht und Leute ausgebildet und Studenten haben gesagt auch noch, Wiesinger, dass der Höfler ihm Kranzmeier geholfen hat, dass er die Stelle kriegt und später akademische Würdigung, Genugtuung für den Kranzmeier und die Österreichische Akademie, die war verbunden. Ja, also es ist natürlich nett, wenn der Nazi Kranzmeier sich dann Genugtuung vielleicht zeigt Ihnen noch, warum er ein Nazi war. Wer war der Höfler? Na, der Höfler, das ist von Uzmas, der Datenbank der verfolgten Sprachforscher. Höfler war von 1922 in der Wiener SA. Das war kein Unbescholtener, das war ein Schlimmer. Ja, und der hat dann den Kranzmeier zurückgebracht. Er ist in dieser Datenbank ohne Sterndl. Die mit Sterndl sind die Vertriebenen und Getöteten. Ja, und der Höfler ist halt als schwerer Täter da auch drinnen. Was mit Kranzmeier? Kranzmeier schaut man nach im Bundesarchiv in Deutschland. In den 30er Jahren in Österreich, bevor also wie die Nazis noch verboten waren, hat er 12-mal Forschungsgelder gekriegt für das bayerische Wörterbuch. Ja, und das sagen Ritschl und Bruckmüller, die Historiker, Bruckmüller zudem, das ist jetzt in der Nachkriegszeit. 59 bis 66 viel deutsch-nationales und nationalsozialistisch an den österreichischen Unis. Ne? Wissen wir der Falk Borodajkic von dem Nazi, der an der Welthandelsschule Professor war. Und der dann halt leicht geprüft hat und die Studenten haben ihn lassen. Aber der hat halt dann gegen die Juden gewettert und so. Also das hat alles gegeben. Und das ist mit
mit Kranzmeyers Errungenschaften jetzt? Naja, also der Penzel ist 36 ausgewandert in die USA, der schreibt hier, er lobt es sehr, seine Lautgeschichte, Lautgeografie, aber er sagt auch, lack of specific and detailed phonetic information. Wie kann man eine Lautgeschichte schreiben, wenn man nur mit Phonemen umgeht und nicht mit phonetischer Information? Da Kranzmeyer wieder mit seinem Sponsor. Also zeige ich Ihnen noch ein paar ganz schnell Leute, die nicht mehr da waren nach dem Zweiten Weltkrieg, im Gegensatz zum Nazi Kranzmeyer. Ja. Karl Brunner, Rektor an der Uni Innsbruck, musste gleich abtreten 1938, weil er gegen die Nazis gearbeitet hat. Otto Back, der später das Österreichische Wörterbuch gemacht hat. Elise Richter, im KZ Theresienstadt umgebracht, die Linguistin auf der Romanistik. Hans Breu, ein Priester und Arabist, der 1938 entlassen wurde. Frieder Eisler, Jakob Malkeler, ganz ein großer, der mit Leo Spitzer irrsinnige Probleme gehabt hat. Der Spitzer war in Wien und musste dann auswandern. Trubetskoy hat irrsinnige Probleme gehabt durch die Rechtsextremen. Den Anton Pfalz ist dann 38 gestorben, aus natürlichen Gründen, aber der Pfalz war der Dissertationssupervisor von Kranzmeier. Bühler, der Psychologe, auch ein Sprachwissenschaftler, hat nicht mehr Anschluss gefunden in den USA. Seine Frau, her own credentials, ebenfalls nicht. Carnap kennt man vom Wiener Kreis und der Penzel Herbert ist schon vor den Nazis gegangen. Und Hans Kurat ebenso, der hat dann den Linguistic Atlas of the US and Canada gemacht. Und Hans Kurat, der Kärntner, es waren viele Kärntner, der war sehr kritisch, was die Marburger Methode anbetrifft, so wie ich. Ja. Also man kann sicher sagen, dass der Kranzmeier dann im Nachkriegs-Österreich natürlich der große Zampano war, aber kein Wunder, wenn keiner mehr da war. Ne? Wer war? Mit 18 im Kriegsdienst, Studium der Germanistik, dann am Wörterbuch schon als Student, also der Akademie, dann bis 61 aufgestiegen bis zum Leiter, ja. Freiheitskämpfer, Kämpfer in Oberschlesien gegen den polnischen, gegen den polnischen Angriff, ja. Kooptierung in Volksliedausschuss, dann NS-Lehrerbund, da war er dann der Nazi, ja, so ein illegaler Nazi, bis beim Pfalz, dann die Lehrbefugnis, dann NSDAP-Mitglied, Leiterbuchkanzlei, also hat alles und jedes gemacht in der Zeit, hat wirklich Karriere gemacht, 48 dann als minder belastet eingestuft. War das wirklich? Das möchte ich jetzt bezweifeln. 67 bis 71 wissenschaftliche Mitglied im Duden-Reaktion für Österreich zuständig, also ist wirklich auch ironisch und dann noch ein Ehrenzeichen von Burgenland. Das hier sehen Sie, ist ein SS-Protokoll von der Sitzung in München 1942. Es wird eine SS-Ahnenforschungsstelle in Klagenfurt eingerichtet. Der Führervortrag hat es hier am 1. April 1942 abgesegnet. Wen mag der Gauleiter von Kärnten, den Dr. Kranzmeier? Dann wird noch überlegt, Kranzmeier, kommt er, weil er ist in München oder schafft er das nicht? Man sagt, ja, das schaffen wir schon, er wird kommen, er hat es dann auch gemacht. Das steht hier im Germanistenlexikon, nur was da nicht steht, ist, da steht halt, ja, 42 bis 46 neu entstanden Institut für Kärntner Landesforschung der Uni Graz mit Klagenfurt. Nachher auch noch. Was nicht drin steht, ist, dass es eine SS-Ahnenforschungssache war. Was die gemacht haben, das wissen wir auch. Also das ist halt eine Frage. Es gibt dann auch Seiten, man kann sagen, er war NSDAP-Mitglied, war SS-Mitglied, weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht bestätigen, da bin ich noch am Suchen im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Also ich bin da wirklich, ja. Was sagte denn der Kranzmeier? Schauen wir uns mal das an. Das ist ein Beispiel, wir sind jetzt 44, okay, ich mache das jetzt schnell. Also die deutschen Einflüsse, er war für die Deutschen waren die Guten, die Slowenen waren die Bösen. Ne? Das schreibt er hier und auch die Habsburger waren nicht deutschfreundlich, deutschnational waren sie schon, sehr wohl, also das kann man da lesen. Dann kann man auch hier sehen, dass halt die Deutschen die Noblen waren, die guten Deutschen, weil die haben die slowenischen Angriffe im Grenzgebiet der Intelligenz ja nicht gleich erwidert, aber dann später schon, die edlen Deutschen auch hier. Aber jetzt, das wird ganz schlimm. Zum Beispiel, wenn es um das Deutsch geht in Kärnten, wo es eine deutsch-slowenische Misch-Austausch gegeben hat in beiden Richtungen. Es sagte doch gerade völkisch, dass das nur in eine Richtung gegangen ist,
vom Deutschen in das Slowenische und das Deutsche war das Gebende und das Slowenische. Also ein völkischer Linguist, muss man sagen. Das ist ja ganz schlimm, weil natürlich auch für die Eigenständigkeit Österreichs der Widerstand der Slowenen laut der Moskauer Deklaration nach dem Zweiten Weltkrieg ganz, ganz wichtig war. Also das ist eigenartig, dass man das nicht wusste. Was tun mit dem Erbe? Aufklärung jetzt. Nicht kritisch übernehmen, nicht weiter das Projekt fördern. Ja? Zumindest nicht, bis man genau weiß, was mit den Karten und dem Material passiert. Braucht man das Wörterbuch? Ist es wirklich das Beste, wie man die Forschungsmittel einsetzen kann? Hier ist ein Blog von 2020 von Deutsch in Österreich, wo Masters- und PhD-Studenten schreiben und wo halt gelegt wird, da gibt es ein anderes Projekt von Granzmeier, auch von der Akademie, und wo dann gesagt wird, dass halt nicht entnazifiziert wird, und denkt man, ja, das ist eh ganz gut. Und dann geht es weiter, ja, aber die Karten steht dann da, die kann man dann schon nehmen, weil die sind politisch unverfänglich. Und natürlich sind die politisch nicht unverfänglich. Wenn es ein Völkischer sammelt, dann hast du es drinnen, wen fragt man nicht. Ja? Also das muss der Kommission klären. Ich glaube nicht, dass man das an Masterstudenten und an PhD-Studenten machen kann. Geht zu Marburg. Also die Deutschdialektologie, so im Deutschtum, war anfällig für sowas. Der Walter Mitzger hat den deutschen Sprachatlas von 38 bis 56 geführt und war ein NSDAP-Mitglied und ja, also für die Nazis aktiv. Das war gar keine Frage. Hat dann auch im Rücken der Wehrmacht noch einmal eine Untersuchung 1938 und 39 gemacht, ein Wortatlas. Ja, also es klingt nicht gut. Ludwig E. Schmidt mit 2T war auch NSDAP-Mitglied, aber war ein bisschen widerspenstig, hatte ein paar Probleme gekriegt, aber war sicher kein Widerstandskämpfer. Der Mensch hat dann 90 Doktoranden und 16 Habilitanten ausgebildet in Marburg und natürlich bis heute prägt das Feld. Schmidt mit DT hat dann übernommen und hat nichts mit den Nazis zu tun. Und jetzt, Marburg war natürlich, der Peter Wiesinger war in den 70er Jahren in Marburg als Assistent bei Schmidt, und wie er dann weitergekommen ist, ja, und auch die Frau Lenz hat Marburg Kontakte. Also das ist ein bisschen das Problem, dass Marburg, der deutsche Sprachatlas, von Anfang an natürlich ein preußisches Projekt war. Ja? Der Bismarck hat es gefördert, hier von Scheuinger. Und wenn man so vom Schmidt nachliest, dann muss man sagen, also es ist eine komplexe Sache. Muss man schauen, der Kranzmeier war sicher ein mehr klarer Nazi als der Schmidt. Also man kriegt in Marburg immer das ist built-in. Und auch in Lehrbüchern, wenn es geht um die Regionalsprachenforschung, wird der Begriff nationale Varietäten nicht verwendet. Kommt nicht vor, im ganzen Buch nicht. Ja. Geht es um Oralisierungsnormen, ganz komisch. Hier die Frau Lenz mit ihrer Promotion aus Marburg, ihre Mitarbeit am Wenker-Atlas, das ist der deutsche Sprachatlas, dann Juniorprofessorin in Marburg, und jetzt ist sie im Projekt. Also Frau Lenz kommt akademisch gesehen auch aus Marburg. Hier die Österreichische Akademie, wieso konnte so ein deutsch-nationales Wörterbuch weitergeführt werden und nicht das österreichische Wörterbuch gefördert? Naja, der Richard Meister, alter Deutschnationaler, Rektor der Uni Wien, der Klaus Taschwer hat es rausgearbeitet, Otto Höfler, schwerer Nazi, und der Friedrich Wild, Nazi. Die sind alle 1960 da in diesem Ding drinnen. Die führen die Österreichische Akademie, und noch 2003 konnte die Ruth Wodak mit ihrer kritischen Diskursforschung gegen Fremdfeindlichkeit nicht durchkommen, weil der Herr Brezinker natürlich gesagt hat, na, also Fremdfeindlichkeit ist politisch, das machen wir in der Akademie nicht, und hat das rausgekriegt. Also welche Akademie wollen wir denn wirklich? Das ist jetzt die Frage. Ja? Eine, die nicht gegen Fremdenfeindlichkeit ist und gegen Rassismus, also ich verstehe das nicht. Ja? Und jetzt zum Herrn Wiesinger. Der Wiesinger hat mein Buch auch rezensiert, ja? Also in der Zeitung hier, und nennt es da salopp polemisch. Und polemisch ist so eine Art Codewort, das kein Germanist das angreift. Lesen Sie es selber, schauen Sie nach, ob es polemisch ist. Er sagt, die Jugend und nicht die Sprachwissenschaft bestimmt die sprachliche Zukunft. Naja, schauen Sie an. Also die Jugend sagt zu 80%, es gibt mehr als ein Standard. Und was sagt die Germanistik? Also der Herr Wiesinger sagt, der Bub geht zurück und Junge geht hinauf. Und dann könnte man jetzt sagen, okay, Bub ist kodiert Österreich, eher rural oder kernig, und D ist plus Deutschland und urban oder so. Und man könnte die Leute informieren und sagen, wenn es euer Österreicher sein betonen wollt, dann sagt es halt Bub, ja. Oder man macht nichts und vielleicht freut man sich, vielleicht nicht, ich weiß es nicht.
Oder man prophezeit gar gleich, wie Hergen jetzt in Marburg, die wird vielleicht das mal übernehmen, diesen Sprachatlas, dass sich das Deutsche entnationalisiert. Ne? Und die Germanistik macht irgendwas zwischen 2 und 3. Also es gibt noch methodische Sachen, wo man dann mit Logos, mit deutschen Sprachatlassen so auf Fragebögen reingeht und die Leute fragt, natürlich kriegt man dann eine andere Antwort. Aber hier ist meine Antwort aus dem Buch auf Wiesinger. Was sagt denn ich zum Buch? Weil er sagt, die Sprachwissenschaft kann es nicht bestimmen. Es sind nicht die Germanistinnen, sondern die Sprecherinnen, die diese Varietäten bestimmen. Das machen sie kollektiv, weshalb wir damit in der Mitte eines basisdemokratischen Prozesses sind. Ja. Und mehr muss halt das Buch lesen. Und ja, kann man auch beim Wiesinger hier weiter sagen, das kann man auch sprachplanerisch lesen, dass die Rückgänge der österreichischen Formen programmiert sind. Naja, kann man auch so lesen im Doom- und Gloom-Szenario. Also, aber jedenfalls so von der Forschung her ist ein Rückschritt, es gibt keine Theorie, es gibt nur mal die Daten und einen Algorithmus, den man variieren kann, so quasi Cat, Splat the Cat and the Cat in the Moon, und es gibt einen naiven Glauben an die Daten. Ich habe hier noch meine Typologie für Austriazismen, da haben wir jetzt keine Zeit mehr dafür, das kann man in beiden Büchern nachlesen. Also es gibt nicht nur absolut und relativ, sondern ich habe 6 Typen von Quant, Typ 2 ist Preservation Schnitzel, Typ 5, die Frequenz ist höher, nicht absolut wie beim Herrn, also der Herr Elsters macht nur Typ 5 und da nur auf ganz und gar nicht. Also das ist komisch. Ja? Man findet dann auch Dinge wie Thormann ist ein Austriazismus. Sie sehen es hier mit den normalisierten Internetdaten. Gehudelt ist eigentlich nur in hoher Frequenz in Österreich. Und wenn man es dann anschaut in Funktion, dann findet man hier bei der Süddeutschen wird es eher in Phrasen verwendet und im Passiv. Und in Österreich hier wird es eher wirkte gehudelt, wurde gehudelt mit viel Material zwischen dem finiten Verb und dem Partizipium. Partizipium 2. Also es ist ganz anderer kreativer Use hier auf dem Standard. Und jetzt die neue Umfrage, die gerade läuft. Also mit Written Questionnaires kenne ich mich ein bisschen aus. Meine Studenten würde ich sowas nicht durchgehen lassen. Also sie schreiben hier zum Beispiel, das ist vom Marburg-Projekt ab, also das ist dasselbe Template. Sie fragen, für welchen Ort gelten die Angaben, das ist schon mal gut, in welchem Land liegt dieser Ort, ja. Sind sie männlich oder divers, das ist schon mal gut. Geburtsjahr, und dann sprechen sie Dialekt und Mundart, aber nicht welchen. Und dann geht es um Dialekte, und dann fragt man, okay, was ist das in Ihrem besten Hochdeutsch? Na, Hochdeutsch ist natürlich Deutschland konnotiert. Ja? Also wenn Sie mich fragen, was ist Hochdeutsch in Österreich, das ist nicht das österreichische Hochdeutsch oder der österreichische Standard. Also da ist ein Problem. Dann auch noch der aktuelle Wohnort, weil man braucht die ganze Wohnorthistorie, damit man die Leute zuordnen kann. Man muss wissen, welche Sprachen die sprechen. Also wenn Sie schauen, meine Social Background Data sind viel und in der englischen Soziolingvistik viel detaillierter. Und dann sieht man auch hier, also das sind meine Dinge, wo man auch die Eltern abfragt und so. Ja, und das ist besser als bei Elspass, seine Daten, aber halt noch immer nicht auf dem internationalen Niveau. Wenn man das hätte, könnte man sagen, okay, ich kann jetzt meine Leute nach Regionalität, also da sind die Eltern und Großeltern vielleicht schon in der Gegend gewesen, dann findet man Dinge hier, wie hier die ganz, wo die Eltern schon in der Ding waren, Regional Index 1 to 5, und dann sieht man, dass da zwischen den USA und Kanada eine Grenze gibt. Oder auch Language Use Index. Also das sind alles Dinge, die man aus den 90er Jahren schon kennt, von Chambers hier in dem Fall. Aber man kommt ganz gut aus in Deutsch, in Österreich, ohne Austrian Standard German. Man kriegt halt immer das, der One Standard German Axiom. Das ist das Glaubensbekenntnis, das man da hat. Und dann geht es jetzt zum Kranzmeier-Wörterbuch, ein Akademie-Wörterbuch, das wurde gerade aufgenommen, hier von Lenz und Stöckle. Da geht es weiter. Da ist der Kranzmeier, wird halt erzählt, von dem illegalen Nazi wird nichts gesagt natürlich, und der hat jetzt kommt's. In 110 Jahren haben sie von 41 Bänden der Mundart in Österreich, also nicht in Vorarlberg, aber sonst schon alle Bundesländer, 5 publiziert. Wie viele Millionen soll man da noch reinstecken? Also ich glaube, wir brauchen wirklich nicht so ein Projekt, wo man jetzt wieder ein Hochdeutsch hat, sondern unterstützen wir diese Frau. Das ist die Frau Dr. Papst, die das Wörterbuch, das österreichische Wörterbuch macht, und die hat ein plurizentisches Muster. Und wegen dem bin ich nicht österreichischer Nationalist, weil ich sage, ich mag ein österreichisches Standarddeutsch besser ausführen. Jetzt kommen meine 8 Empfehlungen an die Kolleginnen von Deutsch in Österreich. Bekenntnis zu Standardsprachen als soziale Konstrukte. Deutsch ist nicht natürlich.
Wir kennen es zum österreichischen Standarddeutsch als primäre Bezugsgröße. Ja. Sprachliche Unsicherheiten in Österreich aufzeigen und berücksichtigen. Sie kommen es nicht rein mit einem deutschen Akzent, Daten sammeln oder mit dem Fragebogen, wo Deutscher Sprachatlas Philipps Universität Marburg drum steht, wie das der Hergen macht, der Professor in Marburg. Und dann sagt, es gibt keine Nationalstandards mehr, offenlegen und explizit machen der Vorannahmen. Ja. Ganz wichtig, weil ich brauche ein ganzes Buch, um rauszuarbeiten, was da los ist. Und jetzt kommt es. Vorläufig Stopp an den Arbeiten am Wörterbuch der bayerischen Mundarten in Österreich und anderen Kranzmeier-Datensätzen. German ist zu vorbelastet. Ja. Einsetzung einer Historikerinnenkommission zur Klärung, ob und wie seine Daten verwendet werden. Vielleicht braucht man sie nicht, vielleicht kann man es dort besser einsetzen. Ich weiß es nicht. Unterstützung des österreichischen Wörterbuchs endlich. Nach 70 Jahren hat es immer lächerlich gemacht von der Akademie her. Bitte mal unterstützen, weil das Fackelwörterbuch von Karl Kraus haben sie ja auch gemacht in der Akademie. Diskussion aller Kritik muss man aufnehmen und Angleichung der Terminologie an die internationale und achtens Offenlegung und Vermeidung von Interessenskonflikten. Also bitte sagen Sie mir nicht, dass mein Panel nicht gut genug ist für die Konferenz, sondern sagt halt, okay, das ist die gegenteilige Meinung, die wir haben, machen wir 2 Panels, die Leute sollen sich informieren. Und mit dem möchte ich zur Fragestunde übergehen. Wunderbar, danke Stefan. Das war sehr spannend, sehr interessant. Sehr lang, sehr lang. Es war länger. Sehr lang auch, macht nichts. Ich habe noch ein paar Minuten. Also wenn ich weglaufe, die Diskussion kann von mir aus so lang gehen, wie sie will. Ich muss dann weg. Ja, ich gebe den anderen die Gelegenheit, mal da Fragen zu stellen. Ich bin ja kein Linguist, aber ich bin sicher, da gibt es einige Leute in den Startlöchern, die schon ein paar Fragen haben. Also die Diskussion ist offen hiermit. Okay, da ist eine Frage in der Chat, die Margit Moller fragt, was die Vorannahmen der Pluricentrik sind. Ja, das kann man sagen. Also man kann sagen, dass zum Beispiel also eine politische Grenze wird auch linguistische Effekte haben. Über die Grenze gibt es eine Dissoziierung, also die Varianten entfernen sich voneinander und orientieren sich zu ihren eigenen Standards hin, so eine Angleichung zu den anderen Standards. Und über Zeit entwickelt sich da eine Sprachgrenze, genauso wie es eben in den Niederlanden war und den Dialekten auf der anderen Seite in Deutschland. Das war nur durch diese Grenze der Staaten. Ja. Und man kann sagen, dass also die Dissoziierung bei der Grenze, die Angleichung innerhalb der Grenze. Und dann gibt es auch eine Abstufung, die Auer schon vor 30 Jahren festgestellt hat, dass eben was ist wichtiger, dass die Dialekte gleich sind, also die traditionellen Dialekte, oder dass die Ausrichtung ist auf eine gemeinsame Konstruktion von Identität jetzt im Sinne von nationaler, internationaler oder regionaler. Also da gibt es Abstufungen und von der Pluriarealität gibt es nichts, und darum finde ich auch, so einen Smoke-and-Screen-Terminus darf man nicht nehmen. Sagt Geographical Variation, weil das ist, was es ist. Ihr könnt es nicht, sagt keine Vorhersagen. Vorarlbergisch, ja, ist interessant, ist ein alemannischer Dialekt, also ist so die Minderheit in Österreich, patterned mit Südwestdeutschland und den Schweizer Dialekten, aber ist auch schon hunderte Jahre jetzt im Habsburgerreich und nicht die Schweiz, und haben natürlich auch Eigenschaften, also Behavior natürlich, das mehr patterned mit dem österreichischen Standard in vieler Hinsicht, und auch und attitudinally sind die Vorarlberger natürlich auch Österreicher, keine Schweizer und keine Deutschen, auch wenn sie der Schweiz beitreten wollten nach dem Ersten Weltkrieg, aber das hat wirtschaftliche Gründe. Aber da muss man eben sagen, also die Dialektzone ist das eine, ja. Aber das ist, wie gesagt, man kann nicht nur auf das abstellen, weil dann braucht man keine, ja, dann kann man auch nicht sagen, es gibt dann Deutschland, weil dann wäre dann eine niederdeutsche, hochdeutsche Sprachgrenze da wo in der Mitte. Ne? Das hat man auch nicht gemacht. Yeah, Adnan, I think it's you're very right. I was really struggling, so I really wanted to make the point that we're in Austria now, they're working on data that hasn't been really cleared from an old National Socialist, a folkish linguist. And in 1990 still made a
Festschrift for him. So for Kanzler, so I think there's something really wrong. So I didn't have the time, and I really had to chop a lot. But you're right, and I just do discuss this actually in the other texts. So maybe you can give me some feedback on that. That'd be great. Yeah, Ammon, you're right, Christine Römer. Ammon did it. So in the time when Klein and Ammon were alive, Marburg was a little sort of on the back burner. But now that these spoke people are gone, we're getting it. I don't know if it's planned or not, and I don't want to speculate, but I'm just saying it's certainly there. And through Elspeth and Dürscheid and Alexander Lenz, more subtle, but still we really get that back push quite a bit. And I find it a pity, because for me it's clearly it's not up to scratch in terms of epistemology, and it's not up to it's with the power of 80 million Germans, right? And when I discussed this with a younger generation doctor at Marburg in Vienna, after half an hour she didn't understand me, why there was pressure and why this is unfair and why this is not the democratic way of doing things, because you got to consider the linguistic insecurities of the people. So to tell the people that they were told for like most of their lives that their standard isn't quite as nice and beautiful as the German standard, right? But I don't think we should have an exonormative, a foreign standard. I don't think this is something that would have worked in 1848, but not now. Yeah, and maybe we get an oral question. Maybe somebody can unmute themselves and ask a question. That'd be really great. But it's 11. What do you think, Alex? Do we have time for another question? I think so. I mean, it's up to everyone when to leave, right? I do not want to kill an interesting discussion, right? So thank you anyway for coming and for bearing with me for 5 minutes longer than I planned. But I saw this morning, I'm going to have a 2-hour version. I have to scale back. so thank you very much. And yes, like you said, and please be in touch with me. I'm happy to discuss any and everything, and preferably the concepts. But looks like, let's see, there's Ruth Kichler. Let's see what she has to say. Danke für den interessanten Vortrag. Was kann Otto Normalverbraucher tun, eine Historikerkommission Realität werden zu lassen? Oh ja, also da ist sie. So what I would do is I would write to the Akademie der Wissenschaften and FWF, but it's the Akademie der Wissenschaften. It's an academy here it's not just an assembly of mostly older scholars, but who have the right to vote, but they also have in Austria, which is rare now these days, substantial amounts of funding. So if you are somebody there, you have a lot of power. And Frau Professor Lenz has standing there, has the Deutsch Österreich project with 6.3 million, and is one of the 4 or 5 chairs of linguistics, the most important one at the most important university in Austria. So she has a lot of power. So yeah, thank you very much, Claudia. And Rudi Moore asks whether the Austrian Academy of Science is the real problem, the Akademie der Wissenschaften. Well, they certainly were a problem until a while ago. I mean, like I showed with the case that Ruth Wodak's innovative research, she is a Wittgenstein Preisträgerin, so that she wasn't instituted as the head of the unit. So that's sort of odd. And well, reactionary model, what I say, Rudi, is that it's one standard axiom model that's built into their work, and I think they have to reflect that, and that comes from Marburg, and is there with the Deutsch and Österreich people. You know, adapt the international terminology, call it Austrian German, like you and your colleagues, Rudi, did a generation ago, and because it really there's a theory behind it that could be considered Deutschnational. I mean, I don't use that word much, but it's certainly something where you consider Austria sort of an appendage to, you know, the Germans in Austria, just by happenstance, they're no longer part of Germany, but, you know, but I don't think it suits the EU to you know, or somebody who considers themselves European to think that way. I'd be very upset. So let the people be, you know, let them speak the wonderful Austrian German, the standard Austrian German, give all those 25 resources, faculty members, and all the funding to Frau Papst, and we can get a spiffy Österreichisches Wörterbuch, which by the way is better than the Duden. That's why we have it, right?
It's not perfect, but neither is the Duden. I mean, there's a lot of stuff that's not okay in the Duden, but there are lots of funding. So that's what I'm saying. Thank you very much, Monica. And there's Gerhard Wührer. The MARB, can you please send me a version of the MARB request? I would like to have a look on that and give you, okay. Yeah, Gerhard, I can certainly be in touch with you. I don't know if I totally understand your question, but anyhow. But I think, yeah, if there's no more questions. Well, I will tell it to you. Okay. Okay, go ahead. Kann man auf Deutsch auch fragen? Gerhard Wührer, please, bitte, sprechen Sie. Yes. I'm as a marketing professor, I do a lot of empirical work, and I love questionnaires because if people don't have the necessary, I would say, professionality, you always find some mistakes in questionnaires. And what you have shown to us is really astonishing. I say so Yeah. too. And I've been trying to tell them for 5 years, but I just, like all that happened is that my credentials are sort of questions, or there must be a personal rank, and I have nothing against my colleagues, really. I need to do my job. Yes. I need to tell them when I think that there's something wrong. May I ask Very a much, question too? Yeah, Rudi, please. Well, I have been doing research on Austrian German now for exactly almost 50 years. Well, it's a long time. And for a long time, I have been refraining of saying that we should have a language of our own. It's always been the main dispute whether Austrian German is a variety or is a dialect or is maybe a language of its own. Of course, linguistically, it's not a language of its own, but I have argued several times that if we had a language name of our own, we would be safer for all these problems we have now. So my suggestion would be, we call Austrian German Österreichisch, and we put up a movement to have this name in the constitution, replacing the term die Staatssprache Österreichs ist Deutsch. Artikel 8 der Bundesverfassung, ja. Genau. Und this would have the effect, like in the Scandinavian languages. Oh yeah, no, absolutely. You'd have like they have yeah. Swedish, Norwegian, Norwegian and so on. Without, They perfectly understand each other. I have been speaking Swedish too, and one day I met a bloke. He had a kind of strange Swedish, and I asked him where he came from, and he said from Norway, from the south, I must say, not from the north. And well, I had no problem to understand. Yeah, no him, problem. Yeah, I totally see the point. It's an interesting proposition. I think it would certainly go a long way to tell people that they don't have to look to a German speaker as the model speaker, and it would lift the spirit of speakers. It would make them feel better. It would maybe make the students in school more successful because they don't have to feel that they'll never meet it. And those are all very, very long, like those are prejudices of long standing. In the 1750s, Gottsched had the grammarian who's responsible for spreading the Eastern Central German standard to a large degree. Gottsched ridiculed Popovic, the first Austrian professor of Deutsche Sprachkunst at the University of Vienna, for not speaking the proper German, not the most elegant. And they're, of course, subjective assessments. So it seems like we're still 2.5 centuries later are in that sort of, even among linguists, among that on that level where it's about prejudices, where it's about what people have been socialized with. And if I can't get through with my theories and with my modeling, which are based on the international models on Trotkill, on pluricentricity theory, on big volumes, Auer and Kurzweil, great papers from the late 80s where they have like the predictions of the pluricentric model. They're all forgotten now because it's sort of this rush to one standard German axiom, and it's never expressed. And that's sort of the upsetting bit, where it's okay to do this, but say so that you're doing a one standard axiom from whichever level, right?
Good point, Rudi. Yeah, it's something that I think would need to be discussed. Just one more what I sentence. say is, if people in Canada ask me what my children speak, I no longer say they speak German, because then we'll be the Germans. If I say they speak Austrian, then we'll be the Austrians, and I can later explain that it's actually a variety of German, but it makes things clearer. I just want to add one sentence. I think the language name would be followed by the consciousness for it. Yeah. And it's of course a problem that you must have some consciousness. I think the consciousness for the native variety of Austrian German is there. We just have to name it and to do it strongly. Yeah, so Cecilia and Ransma and her data, and I use their data, not the other ones where I know that there are methodological problems that haven't been addressed. And when I saw that Lenz and Koppensteiner still have today not realized the linguistic insecurity as a factor when they do perception studies, then I can't use their data. It's not up to scratch. So I used Cecilia and Ransma's, and Ruf dich gleich zurück. And they show that the awareness of the dialects, which in most cases are probably Umgangssprache. I think that's important too, that when people talk about, oh, I talk my dialect, they probably in many cases speak Umgangssprache, which is no longer a traditional dialect. It's hard to find these more and more. So I think that would be important to realize. And then that the awareness of standard Austrian German is lower, but then it depends how you ask. So you really need to know the people, know the context, know the insecurities. And if you waltz in from Marburg with a Northern German accent, and those questionnaires, you're not going to get the right answers, or the answers that have a validity. That's really what people feel and think. Anyway, well, we're going over now by 12 minutes. Mr. Chair, what would you say? Sorry? Alexander Rauscher, Mr. Chair, shall we? Okay, I guess there's some technical issue. So anyway, I think I'd like to thank you for coming. I'll be posting this through so ASciNA will be posting this through their YouTube channel. I hope we'll get a discussion going. I apologize for my German colleagues if I offended them for using some words that they do not like, but I think it's better if we talk straight talk and deal with the issues at hand. And I really urge them to reconsider their investment in Kranzmeier and that dictionary that really wasn't born out of a concept that is now viable, I think. Okay. Thank you very much. Monica is here still. And yeah, so then our chair had to rush off to a meeting. So I'd like to thank you for coming, and please be in touch if you have questions. There's lots of things on text. Most of the text you find on my academia.edu site, including the first chapter of this book here. And yeah, thank you very much for coming. I really appreciate it. Bye for now.